In Stella? Ich bin doch nicht in Stella verliebt. Wie kommst du denn darauf? Das war auch eben nur so dahergesagt, Carla. War nicht so ernst gemeint. Na ja, aber ein klein wenig sah das schon so aus. Das ist doch Quatsch. Also wenn das alles bloß Quatsch ist, warum wirst du dann gerade so rot? Das liegt bestimmt nur daran, dass es hier drin so wahnsinnig heiß ist, oder? Was, hier drin ist es doch aber... Puh, ja. Wow. Wahnsinnshitze. Ich mach uns mal kalte Getränke. Ich wollte dir wirklich nicht zu nahe treten. So entstehen Gerüchte. Stella Mann ist nichts weiter als eine kompetente, aufmerksame Verwalterin. Mehr nicht. Ja, aufmerksam ist sie. Und sie hat ja auch extra das Spiel besorgt, das sie hier früher immer mit Johannes gespielt hat. Ja, und damit hat sie ja wohl genau ins Schwarze getroffen. Können wir jetzt mal aufhören mit dem Quatsch und eine Runde spielen? Natürlich. Darf ich? Ja. Was soll das heißen? Sie wissen nicht genau, wo Sie waren. Und überhaupt, wie sieht Ihre Kleidung aus? Ist Ihnen was zugestoßen? Ob mir was zugestoßen ist? Ich bin hingefallen. War aber nicht weiter schlimm. Sie waren stundenlang verschwunden. Sie haben den Termin mit den Herren von der Behindertenhilfe versäumt. Luise? Ich habe doch gesagt, dass ich spazieren gehe. Aber so lange? Und dann waren da diese Reporter und wollten mich fotografieren. Was? Wahrscheinlich sind die dir vom Schloss aus gefolgt. Ich bin weggelaufen, aber die beiden rannten hinter mir her. Und dann bin ich gelaufen und dabei habe ich mich dann wohl verirrt. Soll das heißen, dass Sie die ganze Zeit durch den Wald gelaufen sind, bei dieser Kälte? Und deswegen haben Sie den Termin verpasst? Und lassen die Damen und Herren von der Tierschutzorganisation warten? Gute Güte, Sie haben recht. Ich muss sofort zu Ihnen. In diesem Zustand? Wohl kaum. Natürlich, ich brauche ein anderes Kleid. Ich spreche nicht nur von der Kleidung. Ich gehe schon mal nach oben und leiste Ansgar an der Charity-Front Beistand. Bin schon weg. Ich würde sagen, ich habe gewonnen. Ich habe zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben gegen Carla gewonnen. Da bin ich wohl ein bisschen aus der Übung. Tja, tut mir schrecklich leid. Du darfst den Sieger jetzt auf jeden Fall küssen. Ich muss los. Was? Wieso denn so plötzlich? Ach, jetzt sag bitte nicht, dass die Niederlage dir deine Laune verdorben hat. Ihr habt doch sowieso geschummelt. Was? Wie kommst du denn darauf? Weil ich nie beim Mahjong verliere. Naja, okay, aber nur ein ganz klitzekleines bisschen. Komm schon, bitte, Carla, noch eine Revanche. Und wir versprechen dir diesmal nicht zu mogeln, wirklich. Wir mogeln nicht. Versprochen. Tut mir leid, ich muss wirklich los. Ich habe dringend noch was Geschäftliches zu erledigen. Hat das nicht bis morgen Zeit? Carla, bitte. Jetzt tut man nicht so, als würdet ihr euch ohne mich langweilen. Sonst bleibe ich hier und dann habt ihr den Salat. Bis dann. Ach, Frau Mann, sagen Sie, kommt Prinzessin Luise heute gar nicht zum Frühstück runter? Die Prinzessin hat mit Signora Galdi in ihrer Suite gefrühstückt und ist dann mit Gräfin Tanja ausgeritten. Ja, ich kann meiner Frau nicht vorschreiben, mit wem sie sich anfreundet. Morgen. Carla, Carla. was machst du denn hier? Hast du das verliebte Geturtel unserer Geschwister nicht ausgehalten? Hättest du dir vorher denken können. Was ich nicht aushalten kann, ist das falsche Getue von dir und Tanja. War in der Jagdhütte nicht alles zu ihrer Zufriedenheit? Nein, nein, es war alles ganz toll. Besonders das Spiel. Damit verbinden mich viele Erinnerungen. Danke. Es hat mich wirklich sehr gerührt. Carla, ich wollte Sebastian und Rebecca heute einige Lieblingsplätze deines Vaters in der Gegend zeigen. Hast du nicht Lust, uns zu begleiten?
Tut mir leid, ich muss leider ganz dringend in die Holding. Deswegen bin ich ja auch so früh aus der Jagdhütte zurückgekommen. Was mache ich denn hier? Hey, ihr seid schon zurück? Ja, ich habe noch einen Termin in der Musikhochschule. Ja, schade. Ich hatte gehofft, ihr könnt eure Zweisamkeit noch ein bisschen länger genießen in der Hütte. Ich fand schade, dass du schon so schnell wieder fahren musstest. Ich hoffe, das lag nicht an mir und Leonard. Quatsch. Bist du deshalb hierher gekommen? Auch, aber ich wollte noch mal mit dir reden, wegen gestern. Also, was ich da gesagt habe, war wirklich nur so dahergeplappert. Ich wollte dir damit nicht auf den Schlips treten. Aber das hast du nicht. Ich habe doch nur so komisch reagiert, weil ich war total überrascht. Das ist doch völlig absurd, die Vorstellung. Stella ist meine Angestellte. Naja, also, die Lahnsteins haben sich ja schon öfter mal in ihre Angestellten verguckt. Johannes und Sebastians Vater waren Männer. Und ich glaube wohl kaum, dass Stella auf Frauen steht. Für Susanne warst du die Erste, oder? Dass das mit Susanne und mir geklappt hat, das war reiner Zufall. Und wirklich gut gegangen ist es auch nicht. Naja, das muss ja nicht heißen, dass es mit Stella genauso laufen würde. Abgesehen davon kann man sich sowieso nicht aussuchen, in wen man sich verliebt. Sag mal, du willst mir einfach nicht glauben, oder? Ich bin nicht an Stella interessiert. Okay? Tschüss. Was ist mit dir los? Geht deine 47er wirklich bald in die Lüfte, oder wie? Bald geht's hier in die Lüfte, das ist richtig. Aber jetzt habe ich erstmal nur die Heckrotorblätter eingebaut. Mama. Pass auf, ich finde deine Besessenheit für diesen Heli zwar immer noch ziemlich hirnrissig, aber wenigstens bist du gut drauf. Was so ein einsamer Tag im Hangar alles bewirken kann, ne? Du wirst lachen, so einsam war der Tag gar nicht. Ach, hat sich dein Blechvogel nach der Dämmerung doch noch in eine Frau verwandelt? Nein, nicht ganz, aber sowas wie eine Frau ist mir quasi vor die Füße gefallen, mit dem Kopf auf die Gleise, aber egal. Jedenfalls, als sie wieder klar war mit dem Kopf, also im Kopf, da hatte sie mehr Verstand von Hubschraubern als ich. Eine Außerirdische, ne? Ja, auf jeden Fall weniger außerirdisch als ihr technischen Amöben. Ja, aber dafür war sie wahrscheinlich grau wie ein Höhlenmolch und hatte so dicke Brillengläser. So sahen die Frauen bei uns in der Schule auch aus, die sich für sowas interessiert haben. Nein, hässlich war sie, glaube ich, nicht. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie sie aussah. Aber letztendlich zählt ja die innere Schönheit. Und wir haben gefachsimpelt. Das war sehr sympathisch. Ja, es war wahrscheinlich einfach eine Halluzination. Das hat man manchmal, wenn man zu lange alleine ist. Hoppla. Cheers. Ja, wie du meinst dann. Mach's mal gut. Leb wohl. Bitte schön, Frau Gräfin. Danke. Wenn du mir schwatzen willst, dann müsstest du in die Theke kommen. Aber anscheinend bist du verabredet. Mit Natalie. Ah. Wie geht's dir denn?
Wer ist denn die Frau da? Spionierst du seit neuestem deinen Angestellten nach? Ach, ja, genau, weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Stellas Ex. Ihre Ex? Das wusstest du gar nicht? Stella ist vom gleichen Ufer wie du. Stella ist lesbisch? Ja, ja. Ja, meine Cousine steht auf Frauen. Habe ich dir das nie erzählt? Nein? Ich habe dich ja auch nie danach gefragt. Na, ich dachte, du merkst das eh. Woran denn? Hey, du hast sie als Verwalterin auf dem Schloss eingestellt und ich dachte, eine Bewerberin für so einen Job, die nimmt man ordentlich unter die Lupe. Ja, natürlich. Weil ich sie auch immer gleich nach ihrer sexuellen Ausrichtung frage. Ich dachte, ihr Mädels habt für sowas einen Code. Schön wär's. Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich schon daneben lag. Also, falls es dich beruhigt, ne? Bei Stella kannst du dir ziemlich sicher sein. Was ist denn hier los? Nix. Muss doch los sein, ha? Jetzt sag schon. Du bist ja komplett durch den Wind. Carla, raus mit der Sprache. Was hat Gregor dir erzählt? Nicht so wichtig. Ich bin deine Freundin. Wenn du es mir nicht erzählen willst, wem dann? Also gut. Es geht um Stella. Die neue Verwalterin. Bist du nicht zufrieden mit ihr? Doch, doch. Es ist nur so, dass Stella... Ich habe mich in sie verguckt. Ist sie denn lesbisch? Das ist ja das, was Gregor mir gerade erzählt hat. Aber das ist doch toll. Nein. Ach, Carla, jetzt komm schon. Unter normalen Umständen vielleicht. Stella ist eine super sympathische, attraktive Frau. Du bist Single und wünschst dir eine Beziehung. Was bitte daran soll nicht normal sein? Jetzt versetz dich doch mal bitte in meine Situation. Sie ist meine Angestellte. Ich sehe sie jeden Tag. Und ich muss ihr Anweisungen geben. Aber Anweisungen kann man auch nett verpacken. Du verstehst mich nicht. Doch, ich verstehe dich gut und ich will, dass du endlich wieder glücklich wirst. Weiß Stella denn, dass du auf Frauen stehst? Nein. Aber damit verbaust du dir alle Möglichkeiten. Das ist längst passiert. Wir hatten einen ganz schlechten Start. Also vergiss es. Können wir zahlen? Ja, sofort. Carla, sowas passiert einem nicht jeden Tag. Und wenn du wirklich was für Stella übrig hast, dann zeig es ihr. Wer weiß, vielleicht verpasst du sonst die schönste Zeit deines Lebens. Carla, sowas passiert einem nicht jeden Tag. Und wenn du wirklich was für Stella übrig hast, dann zeig es ihr. Wer weiß, vielleicht verpasst du sonst die schönste Zeit deines Lebens. Was soll ich denn machen? Soll ich? Oder soll ich nicht? Die Köchin hat schmutzige Wäsche in einem Topf gefunden. Wenn Sie mir das bitte erklären wollen. Tut mir leid, das ist nicht von mir. Also bei uns zu Hause erledigen wir die Kochwäsche in der Waschmaschine. Herr Brandner, ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Ich erwarte eine Erklärung des Sachverhalts. Ach, Justus, jetzt seien Sie doch nicht so streng. Das sind meine Sachen. Ich geb's ihr zu. Gut. Ich werde es darauf beruhen lassen. Das gehört gar nicht dir, oder? Du willst was? Nach Königsbrunn ziehen. Ich meine, wenigstens solange die Prinzessin dort alle auf Trab hält. Das sagst du. Du, die Frau, die ihre Unabhängigkeit liebt und viel lieber in der Stadt wohnen würde? Stell dir vor, auch in meinem Alter sind Frauen noch lernfähig. Nein. Es ist ausdrücklicher Wunsch der Gräfin, dass ich jederzeit verfügbar bin. Und jetzt will ich mal probieren, ob ich es dort aushalte. Aber sag mal, versteht ihr zwei euch inzwischen besser? Ach, mittlerweile ist das okay. Ich meine, vielleicht wird unser Verhältnis besser, wenn ich dort wohne. Das könnte durchaus sein. Was meinst du? Na, dass sich euer Verhältnis verbessern könnte. Ich meine, ihr zwei seid ja schließlich vom selben Ufer. Carla ist lesbisch? Hast du das nicht mitbekommen? Schade eigentlich, Wieso ist denn das auf einmal schade? dass sie so überhaupt nicht mein Typ ist. Guten Morgen. Morgen. Könnte ich kurz was mit Ihnen besprechen? Sicher. Also unser Einstellungsgespräch, Sie erinnern sich.
Ich habe mir dazu noch ein paar Gedanken gemacht und glaube, Sie hatten recht. Es wäre besser, wenn ich nach Königsbrunnen ziehe. Dann wäre ich immer für Sie sofort verfügbar. Das ist nicht mehr nötig. Aber das war doch ein Punkt in meinem Vertrag, über den wir uns uneinig waren. Die Situation hat sich geändert. Aber geändert inwiefern? Seit meine Cousine hier eingetroffen Ja, ist. eben. Prinzessin Luises Anwesenheit erfordert eine Menge Organisation. Und das kann ich von hier aus am besten managen. Ihre Räumlichkeiten sind aber nicht mehr verfügbar. Aber das war doch anders geplant. Soweit ich weiß, sollte ich im Nebenflügel wohnen. Wie gesagt, es ist nicht mehr nötig. Bleiben Sie ruhig in der Stadt. Das wollten Sie doch sowieso lieber. Ja, eigentlich Wir schon, aber... streichen den Passus aus Ihrem Vertrag. Sie können froh sein, dass Sie dem Affenzirkus hier wenigstens in Ihrer Freizeit entkommen. Glauben Sie mir. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass Gregors Cousine aus Schloss zieht? Stella, wie kommst du denn darauf? Gregor hat es erzählt. Stimmt aber nicht. Ja, sie hat's angesprochen, aber das würde nur zu Problemen führen. Probleme lösen sich aber nicht, wenn man sie ausschließt. Ich sperre niemanden aus. Ich sehe Stella ohnehin schon mehr, als mir gut tut. Und außerdem hatte ich das Gefühl, dass es ihr ganz lieb war, dass sie nicht nach Königsbrunn ziehen muss. Ich dachte, das war Ihr Vorschlag. Natalie. Ansgar. Na, versuchst du dich bei meiner Schwester einzuschleimen, damit du einen Job kriegst? Ich glaube, in der Putzkolonne ist noch was frei. Und du? Wolltest du dich heimlich an Carlas Schreibtisch setzen, um endlich mal wieder das Gefühl zu haben, Chef zu sein? Carla, ich habe gleich dieses Treffen mit den Menschen von der Versicherung. Könntest du mir bitte die Unterlagen geben? Da musst du dich an meine Sekretärin wenden. Ich habe gerade einen wichtigen Termin. Ach, bitte. Tja, so ändern sich die Zeiten. Nimm's nicht so schwer, Ansgar. Natalie, das Kostüm ist ein Traum. Damit wickelst du jeden Chef um den Finger. Ja, es sei denn, er ist schwul. Ja, dann überzeugt sie ihn eben mit ihren anderen überragenden Qualifikationen. Ist das Kostüm wirklich nicht zu gewagt? Das Kostüm ist gewagt? Lass mal sehen. Lass mal einen Experten... Du machst uns jetzt mal bitte 2 Kaffee. Danke. Für mich nur ein Wasser. Ich habe jetzt schon Herzklopfen. Denn nur weil du dich mit so einem Marketing-Hansel unterhalten musst? So kenne ich dich ja gar nicht. Gregor, ich habe die ganze Zeit in der Holding gearbeitet. Mein letztes Bewerbungsgespräch ist schon Ewigkeiten her. Natalie, du machst das mit links. Du bist eine ausgebuffte Geschäftsfrau. Ich war eine ausgebuffte Geschäftsfrau. Geregelter Tagesablauf, geregeltes Einkommen, geregelte Beziehung. Und jetzt, ich komme mir wieder vor wie ein Teenager. Lass mal gucken. Nein, Fieber hat sie nicht. Nein, mir geht's so gut wie schon lange nicht mehr. Mein ganzes Leben ist durcheinander geschüttelt und das ist, als würde eine schwere Last von mir fallen. Ich kann neu sortieren, ohne dass mir jemand reinredet. Ein neuer Job, eine neue Wohnung. Neue Freunde. Ja, mal sehen. Obwohl, manchmal hänge ich eben auch an altem Plunder. Jetzt mal im Ernst. Ohne euch hätte ich nie den Mut gehabt, mich von Ansgar zu trennen. Das war die beste Entscheidung deines Lebens. Ich fühle mich frei und stark und ich habe auf einmal das Gefühl, dass das alles möglich ist. Du hättest mal sehen sollen, wie sie Ansgar vorhin abgekanzelt hat. Der stand da wie ein begossener Pudel. Na, dann muss sich der Marketing-Fuzzi wohl warm anziehen, was? Schicken Sie mir die Rechnung persönlich zu. Ja, das muss meine Schwester nicht mitkriegen. Hast du dir schon einen Schreibtisch ausgesucht? Gut. Ist ja wahnsinnig gemütlich hier. Tanja, das ist unsere Zentrale für den Angriff auf die Holding. Die muss nicht gemütlich sein, sondern funktional. Du wirkst irgendwie so verspannt. Das ist nicht wirklich gut, wenn man in die Schlacht ziehen will. Ich hätte eine Methode, wie ich das ändern kann. Und danach fühlst du dich wie neugeboren. Tanja, damit eins klar ist. Wir beide sind Geschäftspartner, mehr nicht. Muss dir neulich entfallen sein. Tja, ein kleiner Ausrutscher. Wenn du deine Fantasie bemühen möchtest, dann konzentriere dich auf unsere gemeinsamen Ziele. Gut, wie du willst, wenn du dabei keinen Spaß haben möchtest. Ich werde dich nicht zwingen. Was mir wirklich Spaß machen würde, wären ein paar Millionen mehr in unserer Kriegskasse. Damit könnte man Kader richtig schön einheizen. Und wie? Das lass mal meine Sorge sein. Jedenfalls wäre es mit dem nötigen Kleingeld wesentlich leichter, ihr die Führung der Holding streitig zu machen.